Wie geil ist das denn? Jetzt geht's rein. Da sind nasse Fußspuren. Das heißt, vor nicht allzu langer Zeit war hier mal jemand drinne gewesen anscheinend. Der hier war so ein Schacht, der geht ganz nach unten irgendwie. Chemische Versuche, was machst du hier mit diesem Ding? Willst du dich selbst ins Unglück bringen? Ja, ich habe ein bisschen Schiss, hier lang zu gehen tatsächlich. So Freunde, was geht ab? Ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Format hier bei mir auf dem Kanal auf YouTube. Ich hatte ja gesagt, in diesem Jahr möchte ich ein paar kleine neue Formate ins Leben rufen, auf die ich richtig Bock habe und wo ich euch auf jeden Fall mitnehmen möchte. Und ein Format wird sein, ich werde mit euch zusammen zu ein paar Lost Places reisen, die bei mir hier in der Nähe so überall verteilt sind. Wer mit dem Begriff nichts anzufangen weiß, aber ich denke mal, die meisten wissen Bescheid. Ja, Lost Places sind sowas wie verlassene Orte, oder es sind verlassene Orte, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten teilweise oder auch erst seit kurzem stillgelegt worden sind. Es sind verlassene Orte, an denen keine Menschenseele mehr ist, und manche von denen haben auch eine sehr düstere Vergangenheit. Und ja, zu einem Ort mit so einer Background-Story und ein paar Horrorgeschichten, die man sich darüber erzählt. Ja, zu der gehen wir heute hin und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Fehler passieren den Besten. Ich hatte von der allerersten Aufnahme, die seht ihr jetzt gerade im Hintergrund, eine Zeitrafferaufnahme gemacht. Ich habe eine neue Kamera, mit der muss ich mich erst zurechtfinden, und deswegen sieht das gerade hier so ein bisschen schnell und alles so aus, ne? Und ja, das wird aber gleich sich ändern. Gleich habe ich das andere Format eingestellt. Leider ist hiervon keine Soundaufnahme mehr gekommen, weil ich viel über die Gegend dort gesagt hatte und erzählt hatte. Werde ich aber gleich nochmal weiter im Detail nochmal drauf eingehen, und ja, zu diesen Orten werde ich auch gleich nochmal zurückkehren. Ich hatte hier leider sehr viel schon erklärt und erzählt gehabt zu dem ganzen Gelände. Im Prinzip befinden wir uns hier auf ja, einem alten Territorium, wo früher mal eine Heilanstalt für Kinder mit Behinderung gewesen ist, und ja, das Ganze wurde in der DDR ausgeführt dort und ist jetzt schon seit Jahrzehnten schon stillgelegt worden. Und ja, da habe ich eigentlich das nur die ganze Zeit da mit euch kommuniziert, und ja, jetzt kommen wir gleich nachher zum ja, richtigen Teil, wo ich dann auch im Detail auf die Sachen eingehe in Realtime, die dann ihr auch dort sehen könnt. Deswegen tut mir leid, mit ja, das ganze Abteil habe ich kommentiert gehabt, aber leider hat das die Soundspur nicht aufgenommen. Hier scheint wohl noch so ein kleines Nebengebäude zu sein. Jetzt sieht man nochmal das Haus da hinten ganz gut und wie groß eigentlich dieser ganze Komplex hier ist. Und ich hatte mir den Ort hier schon vorher rausgesucht gehabt, und das Bild hatte ich hier auch gesehen. Das sieht halt auch mega cool aus, ne? So ein alter verlassener Trabi hier in Lila oder was? Wie geil ist das denn? Ja, ich weiß nicht, was das hier für ein Gebäude noch ist, aber da werden wir gleich mal rausfinden. Okay, hier ist gefährlich. Hier sollte man aufpassen. Man sollte hier generell überall ein bisschen aufpassen, weil hier ja auch überall Löcher und sowas sein können, wo man natürlich hinstürzen kann. So, ich glaube, hier kann man sich nochmal einen ganz guten Überblick verschaffen über die ganze Anlage hier. Und ja, bin schon ein bisschen aufgeregt, aber jetzt geht's rein. Okay, dann werden wir mal schauen, ob wir hier einfach so problemlos über den Haupteingang hier reinkommen können. Mal schauen. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. Wir sind drinne. Hier wird es ein bisschen dunkel, aber kein Problem. Das ist nur die Frage, wo gehen wir zuerst lang. Ich glaube, da drüben waren wir schon, unten gewesen. Wir gehen mal einfach hier lang. Wir haben noch so einen alten Stromkasten hier. Und hier sieht man, ist ganz klar der Haupteingang wahrscheinlich. Da geht es nach oben. Hier geht es noch rein. Und hier haben wir so einen alten Kamin. Ja.
shit. Hier wurde natürlich auch übelst viel gesprayt hier an den Wänden. Wo ich sagen muss, ja, irgendwie an solchen verlassenen Orten. Hier geht's in den Keller. Oh shit, Alter. Ja, an solchen verlassenen Orten. Irgendwie bei manchen hat das was, aber manches ist halt auch einfach nur Geklage. Und ja, manches ist auch einfach unnötig so, ne? Okay, hier haben wir eine große Halle. Und hier geht es nochmal in so ein Bad rein hier. Ja. Es ist überall zerstörtes Keramik. Ist auf jeden Fall ein Bad gewesen. Die ganz eindeutig zu sehen an den Fliesen hier. Was haben wir hier? Ja. Das ist ja widerwärtig. Digga, das sieht so aus, als ob da noch jemand reingeschissen hätte. Ey. Okay. Das ist eine sehr große Halle hier. Und da geht es schon rüber in das andere Gebäude. Und ich sehe schon, hier geht es wieder runter. Aber bevor wir runtergehen, werden wir erstmal nochmal hochgehen, um mal zu gucken, was da so abgeht. Hier ist einfach nur ein Raum. Es geht aber überall weiter. Mal gucken, ob wir den Haupteingang jetzt wieder finden hier und dann werden wir mal hochgehen. Oder wir gehen hier direkt hoch. Let's go. So, angekommen in der Etage 2. Mal schauen. Wir gucken uns mal um. Oh Gott, da geht es anscheinend nicht weiter. Aber wir können von der Seite gucken. Warum die Tür nicht ganz aufgeht. Und warum geht es nicht ganz auf? Weil da eine andere Tür dahinter steht. Okay. Okay. Ich weiß nicht ganz genau, ob man das sieht, aber da sind nasse Fußspuren. Das heißt, vor nicht allzu langer Zeit war hier mal jemand drinne gewesen anscheinend. Hier sieht man auch noch die Fußspuren überall. Ich glaube, es ist auch ein relativ beliebter Lost Place hier einfach. Für so Leute wie mich. Wir gehen mal noch hier hoch, mal schauen, was hier so ist. Ich höre gerade Menschen, aber der Lost Place ist auch an einem ziemlich bebauten Ort hier. Da hinten sieht man schon die Häuser überall. Okay, ich würde sagen, wir gehen aber noch ein Stockwerk höher. Dann sollten wir nachher da schon fast ganz oben angekommen sein. Bin gespannt, was es da noch zu entdecken gibt. Ne, es geht tatsächlich noch höher. Aber das sah auch schon ziemlich hoch aus, das Ganze. Ich glaube, da ist nachher das oberste Stockwerk. Wir gehen mal direkt ganz nach oben. Sind jetzt ganz oben angekommen. Jetzt sind wir quasi direkt unterm Dach.
Hier sieht man das schon. Hier sind wir direkt unterm Häuserdach. Und hier noch so einen alten Stromkasten oder sowas. Okay, hier sehen wir Graffiti. Das finde ich tatsächlich ganz cool gemacht. Das ist mal so ein bisschen was anderes als dieses ganze Gespray so. Ja. Hier Anonymous ist auch am Start. Und hier nochmal der Ausblick von ganz oben. Okay, merkt man auch gleich, ist es ein bisschen windiger als unten. Hier ist ein ganz langer Gang und da hinten sind 2 Abgiebelungen. Da werden wir mal schauen, was es da so gibt. Okay, hier müssen wir verdammt aufpassen. Das ist sehr gefährlich hier. Schon alles eingestürzt. Ich habe auch mal ein bisschen Schiss, dass hier irgendwie was runterkrachen könnte oder so. Aber ich meine, was sind meine 80, 90 Kilo? Was sollen die schon groß bewegen hier, ne? Alter, hier war so ein Schacht, der geht ganz nach unten irgendwie. Holy shit. Okay, hier ist einfach nur ein bisschen nette Aussicht. So Freunde, wir versuchen mal wieder runter zu gehen und auf die andere Seite zu gelangen, weil da haben wir auch noch ein riesengroßes Gebäude, was auf uns wartet. Jetzt muss ich nochmal wieder ein bisschen zurechtfinden hier, wo das Ganze, wo ich da jetzt am besten hinkomme hier. So Freunde, jetzt sind wir wieder hier angelangt. Hier kommen wir allerdings nicht durch, weil hier versperrt ist. Und hier ist nur ein Gang in den Keller. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da so richtig Bock drauf habe. Okay, da kommen wir schon mal nicht lang. Da ist alles eingestürzt. Da müssen wir uns vielleicht einen anderen Weg suchen. Ja, ist ja wirklich schade, ne? Ich bin jetzt wieder zum Hauptausgang oder Eingang gegangen und werde mal gucken, dass ich in das andere Gebäude rüberkomme. Falls ich irgendwo einen Kellereingang finden sollte, dann werde ich den mal benutzen. Wir haben ja da unten einen gesehen. Da werde ich mal kurz runterschauen, ob es da irgendwas zu sehen gibt, ob man da weiterkommt. Aber ich bezweifle es, weil das sah so aus, als ob da vieles einfach eingestürzt ist. Und das ist natürlich ziemlich schade, aber sollte uns natürlich auch ein bisschen zu denken geben, dass man da nicht einfach so reingehen sollte. Ja moin, hier ist einfach ein Raum mit nichts drin. Hier haben wir den nächsten Kellereingang und wir schauen mal da rein, ob es hier irgendwas zu sehen gibt. Von der anderen Seite kamen wir da ja jetzt nicht weiter rein. Hier ist auch alles, hier müssen wir aufpassen wegen dem Draht. Okay, hier haben wir so übelst fette Maschinen, Heizkörper, ich weiß nicht ganz genau. Aber natürlich überall Rohre hier, ne? Aber viel weiter kommen wir hier gar nicht, weil hier alles aufgebrochen ist. Ja, bin ich aber jetzt auch nicht gerade unglücklich drüber. Tatsächlich. Ja, wir sind jetzt nochmal hier am Anfang. Und ja, nochmal hier an der abgebrannten Halle hier. Und wir gehen nochmal ein Stückchen weiter rüber, weil auf der Seite, auf dem Ende waren wir jetzt noch nicht gewesen. Wir sind ja hier gleich hier rausgekommen, glaube ich. Und dann links abgebogen. Dann werden wir mal schauen, was noch in dem anderen Gebäude gibt. Hier ist auch noch so ein kleines Nebenhaus irgendwie. Ich weiß nicht, ob man da auch noch reinkommt. Okay. Das ist super sick hier.
Gehen wir mal hier hoch, mal schauen, ob wir hier noch was finden. Das ist ein deutlich kleineres Abteil hier. Deswegen glaube ich nicht, dass es hier so viel zu sehen gibt. Ach doch, ist doch relativ hoch, aber holy shit. Ach du Scheiße. Okay, da geht's verdammt tief runter. Ich habe ein bisschen Schiss, hier lang zu gehen tatsächlich. Ja, okay, ich muss sagen, hier ist so das Abteil, wo ich sagen würde, nee, hier gehe ich jetzt nicht weiter. Ich glaube, da hinten gibt es auch nicht mehr so viel zu sehen, aber das ist mir ein bisschen zu risky hier. Man muss es auch nicht übertreiben. Ja, Freunde, falls ihr irgendwie aus Mecklenburg und Umgebung kommt, dann könnt ihr mir auch gerne mal so ein paar kleine Kommentare schreiben, ob ihr noch so ein paar Lost Places kennt, wo ich mal hingehen soll. Die sollten nicht zu weit weg sein, deswegen so Mecklenburg, Vorpommern, das wäre so noch mein Anfahrtsziel, aber ansonsten alles, was weiter weg ist, da würde ich dann nachher auch nicht mehr denn hin, obwohl es viele schöne Orte gibt in Deutschland, verlassene Orte, die man so bereisen kann. Ein paar haben wir auch noch auf Lager, ja, auch so Rügen die Ecke, auch sehr, sehr viel, aber da werden wir mal in Zukunft irgendwann mal hinfahren. Jetzt sind wir erstmal hier. Da drüben bin ich nicht reingegangen. Da werden wir jetzt mal reinschauen und gucken, ob es da noch irgendwas zu entdecken gibt. Hier wollte ich ja schnell raus, weil hier ist alles runtergestürzt. Oh, das riecht hier nach alte Bücher. Ja, hier sieht man auch so ein bisschen, das sind alles so eine alten Möbel hier, deswegen riecht das alles so ein bisschen wahrscheinlich nach Bibliothek hier. Okay. Und überall wurde hier was an die Wände rangeschmiert. Okay, da hinten können wir auch noch hoch. Hier könnte man noch runter. Aber das sieht mir zu unsafe aus, da tut mir leid. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen meine Angst sein, denke ich mal. Aber ein bisschen Vernunft. Oh, guck mal hier, noch so ein altes Sammelkartenspiel hier. Was haben wir denn da? Chemische Versuche. Warte mal. Chemische Versuche. Was machst du hier mit diesem Ding? Willst du dich selbst ins Unglück bringen? Okay, ist ein bisschen creepy. Ich weiß nicht, was da noch für Karten mit dabei sind. Was haben wir hier noch? Schülern lernen im Betrieb. Dann geht es in die Produktion. Klauster beim Meister schon. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz altes Kartenspiel, womit den Kindern vielleicht früher so ein paar Sachen beigebracht worden sind. Von wegen, mach dies nicht, mach das nicht. Hier nicht mit Chemie spielen und sowas. Interessant. Hier sieht es einigermaßen safe aus. Hier geht's runter. Wir werden mal unser Glück versuchen. Oh shit. Ja, da geht's aber auch nicht großartig weiter. Irgendwie. Deswegen lassen wir das mal lieber. So, wir sind jetzt hier mit dem Hauptgebäude eigentlich soweit alles durch. Ja, wir gehen jetzt nochmal hier unten lang und schauen mal, was da ist. Ja, und wie das immer so ist, bei solchen ja, verlassenen Orten oder jetzt gerade hier bei diesem Ort, weil das ja ein Sanatorium gewesen ist früher aus der DDR, war das ja quasi eine Heilanstalt für Kinder gewesen, vor allen Dingen meistens für behinderte Kinder. Und mit denen ist man ja in der DDR, sag ich mal, früher nicht gerade sehr gut umgegangen. Und deswegen erzählt man sich natürlich auch die ein oder andere Horrorstory. Hier geht es noch irgendwie rein, wo gerade ja, man sich erzählt, dass im Keller ja, irgendwelche komischen Aktivitäten herrschten, wenn hier irgendwelche ja, Besucher hier reingekommen sind. Und ja, ich bin da auch so ein kleiner
ja, ich sag mal, ich glaube auch an sowas irgendwie, wenn in so einem alten Gebäude früher irgendwelche, ja, es müssen nicht unbedingt Kinder sein, sondern irgendwelche Menschen gequält worden sind und ja, deren Seele dann nicht richtig entweichen konnte, sag ich mal, und dann noch gequälte Seelen, sag ich mal, noch hier irgendwo rumgeistern, weil die halt nicht richtig abschließen konnten. Und ja, ob das alles so stimmt, das weiß man nicht. Das werden wir auch nie herausfinden. Aber ein paar paranormale Sachen sind auch schon mir untergekommen, wo ich mir so ab und zu mal gedacht hatte, da hinten geht es auch noch weiter, da ganz hin, das sieht man gar nicht. Wo ich mir gedacht hatte, das kann doch jetzt gar nicht sein. Ja, deswegen, und da wir es halt nicht wissen und auch nicht widerlegen können, ob es sowas gibt oder nicht, streite ich das Ganze auch nicht ab. Und deswegen, ja, glaube ich da einfach in einer gewissen Art und Weise dran. Das ist wirklich ein riesen Komplex hier. Das hätte ich nicht gedacht, dass das Ganze hier so groß ist. Ja, denkt doch mal an die Kinder. Genau, in diesem Moment tun wir es. Alter, ist das riesig hier. Krass. Es wurde hier richtig alles in den Wald hier reingebaut. Und man merkt halt, die Natur ist halt unerschütterlich. Die holt sich irgendwann alles wieder zurück. Ist einfach so. Auch wenn wir nachher eines Tages alle nicht mehr irgendwie sein sollten und die Menschheit sich gegenseitig irgendwie ausgelöscht hat, wodurch auch immer, dann wird die Natur immer über alles siegen und sich irgendwie immer alles wieder zurückholen. Okay, ich weiß nicht, ob man das sieht auf der GoPro. Da hinten haben wir noch ja, so eine Art Pavillon mit so einer Anbindung irgendwie. Aber das sieht mir von hier jetzt aus, als ob da... Oh mein Gott! Alter! Ich habe keine Ahnung, ob man das gesehen hat auf der Kamera, aber da war einfach eine Rehfamilie hinten. Alter! Was für ein krasses Highlight. Ich meine, hier ist ja auch alles Wald und so, ne? Aber da waren bestimmt 4, 5 Rehe. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gesehen hat, ey. Krass, heftig. Einfach gerade vor meiner Nase Rehe entlang gelaufen, ey. Heftig. So Freunde, ich bin jetzt wieder draußen. War ein sehr cooler Aufenthalt gewesen hier in dem Sanatorium. Ja. War jetzt mein erster richtiger Lost Place gewesen. Und ja, es werden noch viele weitere Folgen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich stehe auf so eine verlassenen Orte. Die haben irgendwie immer so eine mystische Aura irgendwie an sich. Und ja, wenn euch das Ganze hier gefallen haben sollte, nur ansatzweise, dann könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen und ja, ich melde mich dann zurück, wenn es dann wieder was Neues geben sollte, wenn ich wieder einen neuen Ort entdeckt habe, und da nehme ich euch natürlich auch wieder mit hin. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.